Do you need help? Sephora Kids sind real. Wie Sahne. Das absolut beste Deo, was ich je in meinem Leben benutzt habe. 75 $. Hallo Leute, willkommen zu einem Video. Ich bin gerade noch in Kalifornien, wie ihr uns schwer erkennen könnt. Und bitte beachtet nicht das Chaos im Hintergrund, Leute. Ich habe nicht aufgeräumt hier. Ich dachte mir, ich filme heute einfach mal mit, weil ich wollte halt ein bisschen shoppen gehen bei Sephora und bei Ulta. Und es soll jetzt nicht so ein angeberisches Shopping-Video werden, wo ich so in 100 Geschäfte gehe. Ich dachte, ich mache das so als cooles Video ein bisschen für euch. Und für mich natürlich auch. Ich dachte, dann kann ich so ein bisschen austesten und euch sagen, meine ehrliche Meinung, wie die Produkte wirklich sind. Ich habe meine Bucketlist geschrieben. Das ist meine Liste. Ich will jetzt auch nicht einfach 100 Produkte kaufen, einfach um sie zu haben, sondern ich will wirklich nur Sachen kaufen, die ich cool finde und wo ich denke, dass die vielleicht auch wirklich gut sind. Und nochmal danke an euch, Leute, weil ohne euch kann ich dieses Video gar nicht machen. Also es wird jetzt kein komisches, angeberisches Shopping-Video sein. Ich würde sagen, wir fahren jetzt direkt mal los. Mal gucken, was näher ist, Sephora oder Ulta. Und dann gucken wir, was ich alles so finden kann. So Leute, wir sind da, aber Sephora scheint hier in so einer riesen Mall zu sein. Deshalb müssen wir den jetzt erstmal suchen. Oh mein Gott, Leute, es ist hier überall immer so laute Musik. Ich hoffe, ihr hört mich überhaupt. Vor allem in Sephora, ich habe ein bisschen Angst, da jetzt zu filmen, weil die Leute gucken mich schon alle an. Und wenn ich in den Sephora reingehe, jedes Mal, also es ist ja nett, die Leute, die arbeiten, die kommen direkt so an und meinen so, do you need help? What are you searching for? Das ist so ein bisschen angenehm zu filmen, aber wir gehen jetzt mal rein. Oh je, hier gibt es echt jedes Produkt, glaube ich, das man sich vorstellen kann. Das sieht auch cool aus. Guck mal, das ist Dry Shampoo. Oh mein Gott. Hier gibt es so ein cooles Ding von Milk. Das ist so ein Under-Eye-Treatment. Das soll mit Eye-Tint sein und für Brightening. Und das kann man halt so drauf rollen. Ich will es jetzt nicht unter meine Augen machen, aber guck hier. Das fand ich voll cool. Leute, den will ich unbedingt mal ausprobieren, weil den sehe ich überall, der soll richtig gut sein. Das ist ein Traum, Leute. Ach, guck mal, hier kann man sich seinen Lashlift selber machen. Grande Lashlift. Ich liebe hier die kleinen Dinger, weil dann kann man es erstmal ausprobieren. Leute, ich habe dieses K18 gefunden, K18. Das soll so gut für die Haare sein, aber es kostet einfach 75 $. Also ich glaube, das kann meine Haare nicht so verändern, dass es 75 $ wert ist. Und ich habe jetzt schon Angst, zur Kasse zu gehen. Oh mein Gott, die Verkäufer sind noch alle so nett hier. Die kommen immer an und fragen, ob man Hilfe braucht. Das werde ich irgendwie in Deutschland nie gefragt. Oder auf Mallorca. Und kein Stolz, dass ich filme. Keiner guckt komisch. Ich finde es super. Schau, was ich gefunden habe. Summer Fridays. Den wollte ich schon so lange testen und die gibt es nicht in Europa, glaube ich. Oh, die ist glowy. Leute, ihr glaubt es nicht, ne? Hier sind so viele von diesen Sephora-Kindern, die man auf TikTok sieht. Die sind so 12 oder manchmal auch einfach 8. Die sind so klein. Und dann sagen die zu ihrer Mama, ja, ich will jetzt den Lake Bronzer ausprobieren. Sephora Kids sind real. Das muss ich euch zeigen. Ach du Scheiße. Guck mal, wie groß der Huda Bronzer hier ist. Leute, ich muss jetzt hier rausgehen, sonst bin ich gleich pleite. Und oh mein Gott, Leute, an der Kasse habe ich einfach so eine fremde Frau angesprochen und mir ihre Bilder gezeigt, und sie auch mal in Deutschland war, aber ich fand das voll nett. We met her family last year. That's the mom. Total for this item. Can I tap already? Yes. Okay. Oh mein Gott, Leute, Sephora war so ein Erfolg. Ich freue mich so. Ich habe ganz viele coole Produkte. Ich zeige es euch sie gleich. Die haben mir auch vorher viele Samples da reingelegt. Wie geil, das ist von diesem Moroccan Hairzeug und so. Das war voll nett. Die Kassiererin auch. Ich habe so erzählt, ja, ich filme das für YouTube. Und sie war so, oh cool, how nice. Und wenn ich in Deutschland YouTube nur erwähne, dann sind direkt so, Und auch die Leute, deren arbeiten. Ich habe so erzählt, ja, ich filme das für mein YouTube, weil ich habe meine Kamera so in der Hand. Und dann meinte ich so, oh, wie cool und so. Ich zeige euch jetzt gleich alles mal.
weil es meine Sephora-Ausbeute ist. Aber jetzt sind wir erst weiter zu Ulta gefahren und dann hole ich da jetzt noch ein paar coole Sachen. Das ist cool, Leute. Guck mal, Study Break Survival Kit. Das brauche ich. Die hier sollen ja auch so gut sein. Mighty Patch. Das ist auch neu. Guck mal, wie schön das aussieht. Kommt das mit diesem Ding dann, meint ihr? Das kenne ich auch noch nicht. Das ist auch neu. Das riecht richtig gut, Leute. Oh mein Gott. Guck mal. Pink Sol de Janeiro. Und guck mal, das ist richtig geil. Das ist so Classic Whip. Das ist wie Sahne, nur als Sonnencreme. Und das haben wir ganz viel auf TikTok. Aber ich habe schon so viel Sonnencreme und ich glaube, das ist ein bisschen unnötig dann. Aber das Sonnenöl, das nehme ich mit, Leute. Das soll richtig gut sein. Das sieht auch geil aus, Leute. Guck mal, Maui Babe Coconut Oil. Das soll Browning Lotion sein. Für mich gut. Das Shaving Oil soll auch richtig gut sein. Vielleicht nehme ich das auch noch mit. Leute, das ist so krass, das schaut ihr einfach null, wenn man filmt. Ich glaube, die würden sich sogar mitfilmen in meinem Vlog. Weil ich das so gar nicht gewöhnt von Deutschland. Da ist immer direkt so, hier darf man nicht filmen und nein, Hilfe. Aber hier, das ist richtig entspannt. Haul Time! Ich habe jetzt hier all meine Produkte, die ich gekauft habe. Und zu manchen Sachen habe ich schon ein Review, weil ich die schon ausprobiert habe. Okay, ich würde sagen, wir fangen an mit Sephora. Da haben wir erstmal meinen Touchland Hand Sanitizer, weil jede Person, die ich sehe aus Amerika, hat diesen Touchland Hand Sanitizer. Und ich muss euch sagen, irgendwie ist der kacke. Also der riecht gut. Ich weiß jetzt nicht, wie er desinfiziert, keine Ahnung. Aber wenn man den drauf sprüht, es fühlt sich einfach an, als hätte man nichts auf seiner Hand. Und der wird halt so schnell leer. Guck mal, wie leer der schon ist. Aber es riecht gut. Also $10 ist er jetzt nicht wert, aber er sieht schön aus und es macht Spaß, den so rumzusprühen. Dann habe ich die Supergoop Sonnencreme. Das ist aber so ein Powder. Man hat jetzt hier so einen Pinsel oben. Kann man hier unten drehen und dann kommt da aus diesem Loch Puder raus. Das fand ich praktisch, weil dann kann man das erstmal in sein Gesicht machen und wird halt nicht so glänzend, weil ich werde immer so glänzend von Sonnencreme. Ich hasse das. Oder man macht es so auf seine Kopfhaut, weil ich habe hier ja immer meinen Scheitel. Und ich habe Angst, dass der verbrennt. Und dann habe ich da früher immer Sonnencreme drauf geschmiert. Aber es war halt richtig eklig. Da muss man die Haare mal waschen. Und mit dem Zeug ist es ein bisschen, als würde man Trockenshampoo drauf tun. Das ist auf jeden Fall eine gute Marke. Dann mein absolutes Lieblingsparfüm, das Glossy You Parfüm. Das habe ich jetzt in der großen Version gekauft. Weil das kleine war ausverkauft und ich wollte das große haben. Und das riecht wirklich sehr, sehr gut. Also immer, wenn ich das drauf habe, fragen mich Leute, was ich für ein Parfüm benutze. Und das riecht halt auch nicht so intensiv. Weil manches Frauenparfüm, finde ich, riecht so richtig intensiv, wo man sich so denkt, ach du Scheiße, da kann ich ja nicht mal neben sitzen. Dann mein Highlighter, den habe ich jetzt auch schon ausgetestet. Ich habe ihn nochmal hier in die Verpackung gemacht für die Ästhetikaufnahme. Das ist der Enlighten Highlighter von Rare Beauty. Und ich wollte einen Liquid Highlighter haben, weil irgendwie fand ich das cooler. Dann kann man das so schnell drauf machen auf seine Nase und so. Und ich muss sagen, ich habe mehr erwartet. Wenn man den dann verblendet und nicht komplett komisch aussehen will, als hätte man einen weißen Fleck auf der Nase, dann sieht man den gar nicht mehr, wenn halt kein Licht ist. Aber ich finde so viel so hier in die Augen oder unter die Augenbrauen ist das schöner als für auf die Nase. Eigentlich finde ich den schön. Also der reflektiert schön so. Wenn man irgendwie gutes Licht hat, dann ist der gut. Mein Summer Fridays Lip Balm. Ich war so excited, mir hier einen Summer Fridays Lip Balm zu kaufen. Ich habe die rosa Version genommen. Und ich muss sagen, das bleibt echt den ganzen Tag da drauf. Also ich habe jetzt zwar noch nichts gemerkt, dass es irgendwie besonders anders ist als irgendein anderer Lip Balm. Der schmeckt echt gut. Also der schmeckt so ein bisschen so sommerbeerig. Und das ist angenehm auf den Lippen. Das ist halt nicht so, es macht die Lippen auch nicht trocken. Ich habe es jetzt ein paar Tage schon ausprobiert. Und es ist schön als so eine Lip-Kombo. Also wenn man so ein Lipgloss nicht benutzen will, weil ich hasse Lipgloss, weil es immer so klebt und Lippen trocken macht, dann ist das gut, weil das glänzt genauso schön wie Lipgloss. Apropos Lippen, ich habe mir meinen Charlotte Tilbury Lippenliner nochmal gekauft. Ich benutze immer den Pillow Talk Lip Cheat Lip Liner, also in der Farbe Pillow Talk. Nur der geht echt schnell leer. Aber das ist der beste Lip Liner, weil der passt perfekt zu meiner Lippenfarbe. Jetzt habe ich das beste Haarparfüm ever von Gisou. Das riecht so gut. Ich liebe das in der Kombination mit meinem Parfüm hier von Glossier. Das sprühe ich immer auf meine Haare. Weil das wird auch so ein bisschen so shiny, so ölig. Also es ist ein bisschen wie Haaröl, da wenn man das drauf sprüht. Ist auch eine schöne Flasche. Und das geht nicht schnell leer. Also das habe ich jetzt auch schon was länger gehabt. Okay, dann habe ich noch von... Oh, ich habe keine Ahnung, wie man diese Marke ausspricht. Ich sage immer Kwai, aber ich glaube, es heißt Owai. Das ist so ein Leave-In Conditioner. Und ich habe den in der kleinen Größe gekauft.
weil das Zeug ist wirklich arschteuer. Das riecht wirklich gut und das ist ein guter Leave-In-Conditioner. Also ich tue das immer rein, wenn ich meine Haare halt nass habe und dann kann man die besser auskämmen. Und es macht die nicht so frizzy. Also wenn ich meine Haare Luft trocknen lasse, dann habe ich echt wirklich so frizzy Haare, aber mit dem Zeug ist das echt besser. Wenn es nicht so teuer wäre, würde ich mir mehrere Produkte von diesem OY kaufen, aber ich weiß nicht. Ich habe bis jetzt nur diesen Leave-In-Conditioner von der Marke ausprobiert. Da habe ich jetzt keine Verpackung mehr zu, aber das ist dieser Milk Make-up Sunshine Under Eye Brighten Concealer und Eye Tint. Ich habe den schon ausprobiert und der wird halt ein bisschen messy. Also guck mal, da ist jetzt schon überall so Make-up dran. Das finde ich ein bisschen blöd, dass der so ausläuft da. Und ich hätte gedacht, der hat mehr Deckkraft. Also irgendwie bin ich ein bisschen enttäuscht von diesem Produkt. Und so gut wie mein Concealer ist es nicht. Also es soll ja auch so ein Eye Tint sein mit Concealer gleichzeitig. Aber ich glaube, es ist eher für Leute, die nicht so starke Augenringe haben. Aber meine sind manchmal ein bisschen blau und dann mache ich da Concealer lieber drauf als dieses Zeug. Ich habe immer mehr erwartet, bin ich ehrlich. Dann noch das hier. Das finde ich echt gut. Also es ist so eine Mini-Foundation von Tarte. Ich wollte die erstmal ausprobieren. Amazonian Clay Foundation ist das. Die in der Farbe 32S Medium Sand, falls ihr die irgendwie nachkaufen wollt. Die deckt halt echt krass. Also ich habe die auch gerade drauf. Und die macht Pickel, deckt die richtig gut ab. Und die bleibt auch den ganzen Tag drauf. Da steht 16 Stunden Full Coverage Foundation und das stimmt auch. Jetzt habe ich noch das hier. Das habe ich bei Ulta gekauft. Das ist von Charlotte Tilbury, das Setting Spray in der kleinen Version. Weil ich will es auch noch erstmal testen, bevor ich mir dieses große, teure kaufe. Ich weiß nicht, ich habe das vom Pickleboy-Spielen drauf gesprüht. Und danach war mein Make-up eigentlich noch ganz gut. Also ich weiß nicht, ob es am Make-up lag oder am Setting Spray. Also ist ganz gut. Ich weiß ja nie, ob Setting Spray wirklich was hilft und ob das nur Einbildung ist. Aber ich habe viele gute Sachen darüber gehört und schlecht finde ich es auch nicht. Dann das größte Hype-Produkt ever, Aquaphor. Das gibt es, glaube ich, hier nur in Amerika. Also ich habe es noch nie in Deutschland gesehen und ich wollte das hier unbedingt testen. Das kann man überall drauf machen, aber das benutzen die halt meistens für ihre Lippen. Ja, ist halt so ein Lip-Treatment. Es kommt ziemlich dickflüssig da raus, was ich gut finde. Ja, ist halt so ein Lip-Balm. War ein bisschen teuer. Und jetzt, ich habe ein neues Lieblingsdeo gefunden. Bitte kann einer diese Marke nach Deutschland bringen. Nach Mallorca. Dieses Native Deodorant ist das beste Deo, was ich je benutzt habe. Das ist Coconut und Vanilla und ich hasse das, wenn man über den Tag über so sein Deo riecht, weil dann habe ich immer das Gefühl, ich schwitze und mein Deo kämpft dagegen an und dann kriege ich immer so Panik. Und deshalb finde ich es gut, dass man das nicht riecht den Tag über. Also es riecht sehr gut, wenn man es so drauf tut, aber man hat nicht diesen stechenden Deo-Geruch den ganzen Tag in der Nase. Ich weiß nicht, ob ihr das irgendwie kennt. Und es hält wirklich den ganzen Tag. Also damit habe ich noch nie irgendwas gerochen. Ich hätte mit Sport gemacht, alles. Und es ist aluminiumfrei. Weil ich finde in Deutschland nie ein richtig gutes Deo, was gut hält und aluminiumfrei ist. Vielleicht kann man es bei Amazon bestellen, wenn es leer wird. Okay. Wir haben jetzt noch ein paar Tester von Sephora. Vielleicht zeige ich euch die einfach auch noch, weil ich finde das voll lieb. Sie hat da ganz viele Tester reingelegt. Einmal von Laneige diese Lip Mask. Ich kenne die Sorte nicht. Ich hatte mal die pinke davon. Von Laneige. Und die fand ich echt gut. Also die werde ich mir mal hier ausprobieren. Und was haben wir hier noch? Das ist diese teure Haarmarke. Color Care. Ah, das ist so ein Silbershampoo. Weil ich dachte, ich hätte meine Haare blond gefärbt, weil das ist Color Care. Aber das ist, glaube ich, auch für Naturblonde Leute. Da steht drauf, Blonde Perfecting Purple Shampoo. Ich liebe Purple Shampoo. Benutze ich ganz oft. Dann sind die Haare einfach noch so ein kühleres Blond. Da freue ich mich. Das werde ich auf jeden Fall mal hier benutzen. Aber mir war das immer zu teuer, um das zu kaufen. Weil diese Marke ist wirklich extrem teuer. Was haben wir noch? Da haben wir einmal das von Day. Das ist diese Cactus 3-in-1 Styling Cream. Das soll für Blowout, Curls und Smooth Styles sein. Das habe ich noch gar nicht ausprobiert, also noch gar nicht aufgemacht auch. Das soll so eine tolle Styling Cream sein. Oh, das sieht aber schön aus. Also ich finde, die Verpackung ist sehr cool. Aber ich gebe euch dazu mein Feedback, wenn ich das getestet habe. Dann, oh Gott, das war so ein Fehlkauf. Und das ist von Tatcha. Und weil das so teuer war, also wirklich, es kostet irgendwie, ich glaube, $80, habe ich nur die Mini-Version genommen. Und ich habe mir das in mein Gesicht geschmiert und ich habe mich noch nie so ölig und fettig gefühlt. Also das riecht auch so parfümiert. Also da haben die wirklich eine ganze Bottle Parfüm reingekippt. Vielleicht soll das für Glowy Looks sein, aber keine Ahnung. Den Wash habe ich noch gar nicht getestet. Aber der riecht auch schon wieder sehr parfümiert. Ja, also gut, dass ich mir die kleine Version gekauft habe und nicht dieses riesengroße, teure Ding. Kann ich vielleicht noch auf meine Beine schmieren. Dann habe ich 2 Sonnenprodukte. Das ist dieses... Oh Gott, das ist so rutschig. Das ist dieses Maui Babe Browning Lotion. Und ich dachte, ich reibe mich mit Nutella ein. Wirklich, das ist
komplett braun, wie diese Farbe hier von der Flasche. Und ich fand's gut. Also ich bin damit, glaube ich, sogar ein bisschen brauner geworden als sonst. Ich habe natürlich Sonnenschutz drunter gesprüht. Das benutze ich auch ganz oft. Das ist von Sunbalm. Tanning Oil, das habe ich hier auch entdeckt. Das finde ich gut. Ich kriege davon keinen Sonnenbrand. Das ist nur SPF 15. Ich werde generell nicht so schnell braun, aber ich dachte, ich probiere mal die 2 Sachen hier aus. Und bis jetzt finde ich es gut. Also das sind echt gute Sachen. Das hier werde ich auf jeden Fall mal in Mallorca beim Beach Day ausprobieren. Vielleicht werde ich dann richtig braun. Jetzt haben wir Starface. Und ich bin euch ehrlich, ich habe sie mehr gekauft, weil sie schön aussehen, als dass sie gut sind. Also die blauen, die haben noch so 1% Salicylsäure drin. Die sollen noch besser sein als die anderen Farben. Aber ich klebe die halt immer auf meine Pickel drauf, wenn ich die Pickel nicht abgedeckt kriege, damit das schön aussieht. Aber so wirklich, dass sie die Pickel wegmachen, glaube ich jetzt nicht. Das hat bei mir noch nichts gebracht. Dann haben wir noch das Kylie Jenner Lip Kit. Und irgendwie weiß ich nicht, die Kylie hat irgendwie kein gutes Farbmatch hier hinbekommen, weil das ist der Lip Liner und der hat eine ganz andere Farbe als der passende Lipstick dazu. Aber wenn man das dann auch über den Lip Liner drüber macht, dann fällt es nicht so auf. Aber ich wollte es eigentlich nur wegen dem Gloss haben. Das ist so ein Matte Gloss und den fand ich sehr gut. Der erinnert mich ein bisschen an die Pillow Talk Farbe von Charlotte Tilbury. Und jetzt haben wir noch Tree Hut. Da habe ich einmal eine Body Butter gekauft, weil die Sachen riechen halt immer so gut und die sehen so schön aus. Guckt mal. Das ist einmal Tropical Glow und dann habe ich noch die Shaving Lotion gekauft. Das ist so ein Shave Oil. Und das ist echt super. Also da habe ich mir jetzt nochmal eine andere Sorte von mitgenommen, weil ich hatte schon dieses Vanilla-Zeug. Und das macht echt richtig glatt. Also wenn man sich da damit rasiert, das geht richtig schnell. Und es ist auch schön glatt und so nicht so trocken danach. Und das Zeug riecht voll gut. Ja Leute, das war mein Haul von meinen Sachen, die ich gekauft habe aus dem Hype. Ich habe jetzt eigentlich schon voll viele Sachen davon ausprobiert. Halt außer diese Styling Cream hier zum Beispiel. Und falls ich manche Sachen nochmal teste und irgendein Update habe, dann kriegt ihr das auf jeden Fall. Und ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Dann könnt ihr gerne einen dicken Daumen nach oben da lassen. Würde ich mich sehr freuen. Und nochmal, ich wollte nicht angeben mit dem Haul oder mit irgendwelchen Sachen, die ich hier gekauft habe. Oder Geld rausschmeißen, sondern ich wollte die ausprobieren. Und die meisten Sachen finde ich auch echt gut und benutze ich. Und bei manchen Sachen, die ich jetzt getestet habe, weiß ich, dass ich auf jeden Fall nicht die große Version kaufen muss. Könnt ihr sehr gerne meinen Kanal abonnieren, dann verpasst ihr nichts mehr. Und schreibt mir gerne in die Kommis, ob ihr schon irgendein Produkt von den Sachen, die ich euch gezeigt habe, getestet habt und wie ihr die findet. Das würde mich mal interessieren. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bye, bye!